Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Ach komm, ich nehme Feuerriegel. Und damit herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon-Legenden Arceus. Und wir sind letztes Mal hier in diesem Dorf gelandet, nachdem wir unsere ersten 3 Pokémon gefangen haben. Und nachdem uns Arceus in diese Welt geschickt hat. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was wir denn als nächstes machen. Wir sollten uns zum Restaurant begeben und da gehen wir auch gleich hin. Aber lass doch erstmal mit... Ach, guck mal, die haben sogar Namen und alles. Ach, das ist ja schön. Komm, da sprechen wir erstmal mit Shio. Hisui ist riesengroß. Außerdem wimmelt es hier von gefährlichen Pokémon. Und trotzdem bist du hergekommen? Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Mein Bruder übernimmt zu Hause das Familiengeschäft. Deswegen kann ich mein Glück hier in Hisui versuchen. Okay. So, ich habe auch gesehen, man kann hier auch irgendwie rennen, ne? Ah, tatsächlich. Wenn ich den runterdrücke. Genau. Ach, das ist cool. Das gefällt mir jetzt schon. Wer bist du denn? Agnes. Hallo. Ob es wohl jemand schafft, so viele Pokémon zu fangen, dass nicht alle auf die Weide passen? Ah, also nehme ich mal an, alle Pokémon, die ich dann fangen werde, und es werden eine Menge sein, die kommen dann hierher. Guck mal, man sieht da hinten auch noch das Feuer. Man kann auch relativ weit gucken, ne? Das ist eigentlich auch ganz gut so. Also, wir sollten eigentlich zum Restaurant, deswegen rennen wir das da auch mal hin. Aber wer bist du denn? Amadeo. Ich bin erst vor kurzem nach Jubeldorf gezogen. Dank meiner Gespräche mit den anderen Bewohnern habe ich schon so viel gelernt. Jubeldorf heißt das Dorf hier also. Okay. Und das haben die gesagt, was ist das? Das Galactic Center oder so? Aber was macht das hier? Guck mal, da ist auch wie heißt es nochmal? Galasmogmog. Schon interessant. Okay, hier gibt es verschiedene Sachen. Hier ist ein Laden, der noch nicht offen hat. Hier ist noch wahrscheinlich ein Kleidungsladen. Ich will mich richtig schön einkleiden später. Da geben wir auch unser ganzes Geld für aus. Versprochen. Jetzt aber erstmal hierhin zum... Was habt ihr nochmal gesagt? Weiß ich gerade gar nicht. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Aber der hat doch gesagt, ich soll... Oh. Lucia. Oh, wer bist du denn? Kleidung wie deine habe ich noch nie zuvor gesehen. In diesem dünnen Stoff können dir Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen, weißt du. Naja, wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Sie sieht sehr aus wie Lucia, oder? Ist dir der Name Laven ein Begriff? Er ist ein Professor aus einer fernen Region. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend. Aber ich sollte mir wohl lieber an die eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock erwischt hatte. Es ist genau wie Lumia gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor! Aber mach dir keine Sorgen. Butch hier wird uns ab jetzt helfen. Ach, das hat er gerade schon gesagt, oder? Ach, ich sollte mal echt hingucken, wer hier überhaupt was sagt. Dann wundere ich mich auch nicht. Was reden Sie da? Sie wollen doch ihn nicht etwa in den Forschungstrupp aufnehmen. Ohne die Erlaubnis von Kommandantin Celestis dürfen Sie gar keine neuen Mitglieder anwerben. Ich gestatte es. Kommandantin Celestis. Moin. Sofern er über die notwendigen Fertigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Jo, Mahlzeit. Ich habe von Professor Laven gehört, wie du die entlaufenen Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Könntest mich auch einfach fragen. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich.
Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandantin. Möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Alles klar. Oh dear. Eigenbrötlerisch wie eh und je. Also dann. Alles Weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo Mubeshi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen, bitte. Vielen Dank, Mubeshi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Professor Lavin, wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Nun, er ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raum-Zeitgefüge. Die wissen, was das ist? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall, auf Wiesen, in Wäldern, an der Küste. Und als Mitglied des Forschungstrupps ist es unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Butch ins Spiel. Ihm ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen starten. 3 Pokémon? Wilde Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unser Freund hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Butch. Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen mehr zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ein wahrer Gaumenschmaus war das. Ja, das Essen war lecker. Aber denken Sie wirklich, dass das gut geht? Butch muss erst die Prüfung bestehen, bevor er dem Forschungstrupp beitreten kann. Bei seinem Können mache ich mir keine Sorgen. Butch wird ganz sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten recht. Butch war dein Name? Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Falle ein qualvoller Tod erwartet. Kommandantin Celestis ist unerbittlich, genau wie die Wildnis hier in Hisui. Sie will keine Schwächen zeigen. Schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, mein Freund aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite. Ich wünsche eine gute Nachtruhe. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Macht's gut. Oh. Ein Mensch, der aus einem Riss im Himmel gefallen kam. Die Welt ist voller Rätsel. Oh. Ja, das war aber ein Festschmaus. Jetzt können wir erstmal in unsere Kajüte gehen. Aber vorher möchte ich doch noch mal ein bisschen rumgucken. Ich finde das doch noch alles dolle interessant. Die Leute gucken einen auch an, das ist schön. Es wirkt alles wirklich ein bisschen schöner als die vorherigen Pokémon-Spiele, muss ich wirklich sagen. Ich will auch noch nicht so viel gucken, weil wir gehen ja überall auch wahrscheinlich noch hin. Da hinten ist noch jemand an einem... Sieht aus wie ein... Oh, guck mal, da ist Arceus Zeichen dran.
Ich bin immer wieder dankbar. Hallo Fumi. Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf, daher sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Alles klar. Du wiederholst dich. Alles klar, kann ich hier irgendwas mit machen? Hier ist noch... Ah, guck mal, hier kann man nachher Pokémon-Kämpfe austragen. Darauf freue ich mich schon. So. Jetzt aber mal wirklich ab ins Bett. Wir sind schon lange genug wach. War ein aufregender Tag. Und ja. Ach, guck mal, der hat auch eine Ausdauer, die natürlich dann auch zu Ende geht. Das ist gut. Betreten. Sehr gern. Auch ganz ehrlich, so ein großes Einzelzimmer, damit kann man eigentlich, das geht eigentlich ganz gut. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmt etliche Items unterbringen kannst. Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Alles klar. Und das hier? In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Okay, was ist das? Die Forschungsfibel. Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst, um unter Hilfe jederzeit darauf zuzugreifen. Denkt immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Ja, speichern wissen wir schon. Automatisches Speichern gibt's auch. Mache ich das an? Ich guck mal kurz. Wo kann man das einstellen? Einstellungen. Ach hier, ich gucke erstmal in die Einstellungen, was wir überhaupt noch machen können. Texttempo 3 auf jeden Fall. Kameraempfindlichkeit passt so. Gyrosensorempfindlichkeit. Wissen wir noch nicht, was das ist. Automatisches Speichern ist aktiviert. Infoanzeige. Achso, nee, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. ZR-Taste im Kampf, da waren wir noch nicht. Musik, Dynamikbereich. Alles klar, können wir eigentlich alles so lassen, das passt. Okay, wir können mal kurz, wenigstens kurz speichern, damit wir es auf jeden Fall nicht später noch vergessen. So. Oh, und dann gehen wir mal in unser Bettchen hinein und ruhen uns bis zum Morgen aus. Ja, es wäre cool, wenn man hier noch verschiedene, vielleicht kommt das noch, verschiedene Optionen hätte, wie lange man sich ausruhen möchte. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. So, Schlafenszeit. Gute Nacht. Oh. Bedisa. Tschüss. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Butch. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Alles klar. Könnte ich bitte erstmal vernünftige Schuhe bekommen? Kann man sich umziehen? Ja, ich will mich ja umziehen. Kann ich hier was? Was ist das? Verhaltenskodex. Jeder wird höflich und freundlich behandelt. Vorgesetzten wird Respekt gezollt. Eigene Vorlieben werden hinten angestellt. Schwächeren wird stets geholfen. Probleme werden ohne Umschweife bewältigt. Klingt eigentlich ganz gut. Was ist das hier noch? Steine gesammelt. Nichts Besonderes, aber hübsch. Eine Laterne. Ohne Öl kann man sie nicht anzünden. Okay. Lass mich mal weiter gucken. Wo ziehe ich meine Schuhe an? Ach, hier. Stehen die dann? Er zieht wirklich automatisch seine Schuhe aus. Warte, da ist er an. Da sind sie noch an. Da sind sie aus. Ach, witzig. So, dann gehen wir mal raus. Ich bin gespannt, was die Prüfung ist. Vielleicht Pokémon fangen? Das kann ich sehr gut. Herrliches Wetter heute. Konntest du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptsitz gehen. Kommandantin Celestis wartet sicher schon. Bitte lass mich selber laufen. Ja, oh, vernünftig. Selbst wenn es nur 5 Meter sind, die man selber laufen muss, aber lass mich das selber machen. Das ist wichtig. Also mir ist das wichtig.
hübsch eingerichtet. Obwohl ich noch gar nichts sehe. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor... Haltet durch! Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe mein Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandantin Celestis, Butch ist hier. Verstanden. Tretet ein. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Staralili und ein Shinux fangen. Drei verschiedene Pokémon? Das ist noch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern 3 Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Laven erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Die hat einen Abra da hinten. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehören zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Hübsch. Absolut hübsch. Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Nun mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Wegweiser aktivieren. Plupp. Wegweiser aktiv. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierten Missionen anzusehen. Hauptmissionen musst du abschließen, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Hier entlang, Butch. Jetzt bin ich an der Reihe. Hallo, ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt es, Professor Laven? Butch muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und, naja, damit er hier überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Oh. Bautz! Feuri! Otata! Nun denn, Butch, such dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese 3 Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Oh Gott, ich hab's immer befürchtet, dass das kommt. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde Feurigel nehmen. Einfach weil ich Feurigel auch sehr gut kenne und wirklich Igelava und Tonuktu ganz gut finde und die auch sehr stark sind. Natürlich ist Bautz ganz gut, vor allem wenn es nachher Geistattacken auch beherrscht. Dafür kann Feurigel eben nachher, glaube ich, Kampfattacken, obwohl bei bei Tonuktu bin ich mir gar nicht sehr sicher. Ach, ist das schwierig! Scheiße, ich nehme Feurigel. Ich nehme heute wirklich, ich nehme Feurigel. Ja, so. Möchtest du Feurigel zu deinem ersten Partner machen? Ja! Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Feurigel befindet. Feurigel erhalten. Ich finde, die Pokébälle sehen äußerst cool aus. Kleiner Funfact, wenn ihr mal den Pokémon-Film 4 geguckt habt, den mit Celebi, dann erkennt ihr Professor Eich, der ist dort nämlich als kleiner Junge zu sehen, nachdem er den ersten Pokéball quasi entwickelt hat. Und ganz ehrlich, diese Pokébälle sehen absolut anders aus als die ersten Pokébälle, die Professor Eich hergestellt hat. Und
Natürlich hat Professor Eich auch die Pokebälle erfunden. Jedenfalls wird das in dem Film so gesagt. Hier gibt es die Pokebälle allerdings schon. Und das ist dann doch ein bisschen kurios. Nun fragt sich natürlich, was davon Kanon ist. Vielleicht hat Professor Eich auch einfach ganz eigene Pokebälle hergestellt, weil er sich andere nicht leisten konnte. Das könnte ja auch sein. Ich muss den Film nochmal gucken. Achte immer darauf, welche Pokebälle leer sind und in welchem sich ein Pokémon befindet. Bautz! Otata! Die anderen beiden Pokémon scheinen Feurigel anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte was dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Butch vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Bautz! Otata! Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see, verstehe. 3 verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Du hast mir doch erst 50 gegeben. Nochmal 20. Okay. Nehme ich gerne. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Uiuiuiuiui, das war aber echt schon wieder sehr, sehr viel Information. Leute, wir treten erstmal hier aus diesem Hauptsitz, aus dem Galaktik-Hauptsitz aus. Und dann, ja, kann ich nur sagen, war es das eigentlich auch schon mit dieser Episode. In der nächsten Episode werden wir dann diese Prüfung machen und die 3 Pokémon fangen, die wir für diese Prüfung brauchen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bis nächste Woche also. Man sieht sich, haut rein, abonniert diesen Kanal, drückt auf Gefällt mir, drückt die Glocke, das ist auch ganz wichtig. Schaut alle anderen Folgen auf diesem Kanal. Lasst Bob einen schönen Gruß in den Kommentaren da und dann sehen wir uns hier in der nächsten Woche und bei allen anderen Videos auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Tschüss.